Mit dieser spannenden Story zeige ich, wie verheerend Auswirkungen von wirtschaftlichen Abhängigkeiten sein können. Diese Wechselbeziehung kann sogar dazu führen, dass unbewusst Bedrohungen mitfinanziert werden und die nationale Sicherheit gefährdet wird. Für die nationale Sicherheit sollten Abhängigkeiten bei den wichtigsten strategischen Infrastrukturen wie Energie, Verkehr, Kommunikation, Gesundheitsversorgung und Verteidigung minimiert oder geografisch verteilt werden. Große Abhängigkeiten müssen vermieden werden und sind sehr hohe Sicherheitsrisiken. Hier sehen wir die 3 Länder mit den höchsten Militärausgaben weltweit im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt. Wie können sich diese Länder diese hohen Ausgaben leisten? Wie und wodurch werden diese enormen Ausgaben finanziert? Hier sehen wir die 3 größten Erdölexporteure der Welt. Moment mal. Fällt Ihnen etwas auf? Wir sehen hier 2 alte Bekannte, Saudi-Arabien und Russland. Die Nummer 1 und 3 aus der vorherigen besten Liste der weltweiten militärischen Ausgaben. Ist dies etwa bloß ein Zufall? Wichtig ist noch zu wissen, dass die 3 größten Erdölexporteure weltweit von autokratischen Regimen regiert werden, die natürlich auch die Öleinnahmen der staatlich kontrollierten Ölkonzerne für ihre strategischen Ausgaben verwenden. Schauen wir uns zunächst einmal Saudi-Arabien an. Der Anteil der Militärausgaben an den saudischen Öl- und Gasexporteinnahmen lag im Jahr 2019 bei fast 31% und im schwierigen Covid-Jahr 2020, bedingt durch stark reduzierte Exporteinnahmen bei stolzen 48%. Nun zu Russland. Der Anteil der Militärausgaben an den russischen Öl- und Gasexporteinnahmen lag im Jahr 2019 bei fast 30% und im Covid-Jahr 2020, bedingt durch stark reduzierte Exporteinnahmen bei enormen 47%. Im Jahr 2021 haben sich die Exporteinnahmen durch stark gestiegene Rohstoffpreise um fast 100 Milliarden US-Dollar gesteigert. Fällt Ihnen etwas auf? Bei beiden dieser nicht-demokratischen Staaten ist das Verhältnis von Öl- und Gasexporteinnahmen zu den Militärausgaben in den Jahren 2019 und 2020 nahezu identisch. Ein eindeutiges Muster ist erkennbar. Finanzieren etwa alle Öl- und Erdgasimportländer automatisch die Militärausgaben von autoritären Regimen? Wie Sie auf dieser Grafik am Beispiel der Europäischen Union sehen, ist dies in nicht unerheblichem Umfang genauso der Fall. Mit einer Win-Win-Situation hat das nicht viel zu tun. Win-Lose wäre die bessere Bezeichnung. In den Jahren 2019 und 2020 sponserte die Europäische Union die Militärausgaben Russlands jährlich mit 13 bis 14 Milliarden US-Dollar. Durch die stark gestiegenen Rohstoffpreise im Jahr 2021 stieg die Unterstützung für die russischen Militärausgaben auf stolze 29 Milliarden US-Dollar. Putin sagt Danke. Wenn wir das EU-Sponsoring in den letzten 3 Jahren in Prozent an den russischen Militärgesamtausgaben betrachten, so waren es in den Jahren 2019 und 2020 zwischen 20 und 22% und im Jahr 2021 stolze 41%. So macht man seine Feinde stark und befeuert Bedrohungen der eigenen Sicherheit. Oder wollen Sie etwa einem autoritären Staat vorschreiben, wie er seine Einnahmen zu verwenden hat? Sicher nicht. Auch Deutschland hat in den letzten 3 Jahren ca. 30 Milliarden US-Dollar für die russischen Militärausgaben gesponsert. Für das Jahr 2021 werden es voraussichtlich weit über 20 Milliarden US-Dollar sein. Seit der Krim-Annexion im Jahr 2014 hat die Ukraine laut BMZ-Angaben von Deutschland 1,83 Milliarden Euro bekommen. Dies sind nur wenige Prozent von den deutschen Sponsorengeldern von über 70 Milliarden US-Dollar, die in dieser Zeit an das russische Militär geflossen sind.
Wie auf der folgenden Grafik zu sehen ist, hatten die EU-Sanktionen nach der Krim-Annexion im Jahr 2014 keinerlei Wirkung. Die russischen Öl- und Gaseinnahmen gingen nur durch den Verfall der Rohstoffpreise um über 60% zurück. Und die russischen Militärausgaben stiegen sogar um fast 30% mehr. Aus meiner Sicht sind harte Maßnahmen notwendig. Erstens, keine Energieimporte aus autoritären Staaten. Zweitens, das Delisting aller börsennotierten Öl- und Gasunternehmen von autoritären Staaten an allen internationalen Börsen. Fazit dieser Story: Der Energieimport aus autoritären Staaten sollte vermieden werden und ist ein hohes Sicherheitsrisiko und kann die nationale Sicherheit ernsthaft gefährden. Eines Tages wird mein Staat von Kräften angegriffen, die ich auch noch selber finanziert habe. Welche Ironie des Schicksals. Wir haben es in der Hand, was wir tun. Vermeiden Sie Abhängigkeiten.